Heimat des FC Bayern. Fußballtempel. Ein gigantisches Stadion. Weltklasse-Atmosphäre. Unfassbar intensiv. So wie wenn ich in mein Wohnzimmer gehe, da sind 75.000 Leute im Wohnzimmer, gibt es eigentlich nichts Schöneres. Ein Traum. Super Stimmung. Immer schön, wenn wir spielen an der Seite. Die Fans. Südkurve. Architektur. Schönste Stadion der Welt. Leidenschaft. Emotionen. Zuhause. Heimat. Die Allianz Arena ist vor 20 Jahren im Endeffekt mein Wohnzimmer geworden, wie wir die Allianz Arena hochgefahren haben. Von 0 auf 120, sage ich jetzt mal so. Also Kind der ersten Stunde sozusagen. Ich kümmere mich hier ums Haus. Sprich, mein Spezialgebiet sind ungefähr 2000 Türen, wo wir hier drin haben, die wo ständig betreut und gewartet oder repariert werden müssen. Alles herum mit den ganzen Stühlen, was alles so an Gebäude anfällt, Schlosserarbeiten, auch administrative Sachen und dass unsere Jungs dann gescheit spielen können hier. So sieht eigentlich mein Roller-Werkstattwagen aus, wenn er aus dem Werk kommt. Ja. Und ich habe halt ein paar kleine Upgrades an meinen durchgeführt und das stellen wir uns dann einmal das Gerät einmal ein bisschen näher vor. Im oberen Bereich sind wir ein bisschen unter einem Kilometer. Ich sage jetzt mal so, das Wägelchen ist jetzt fast 20 Jahre alt. Da kann man es jetzt mal ausrechnen, wie viel das man hier schon gefahren ist. Also grobe Schätzung ans Urteil sind wir wahrscheinlich bei 25.000 Kilometer, was jetzt mein Elektrobike hier auf dem Buckel hat. Ja, ich schaue mal vorbei. Alles klar. Gut, ja. Ein T6er E2 kannst du abhaken. Ja, gut. Merci. So, Sondereinsatz. Eingang 1 im Süden vorne haben wir irgendeine Stolperfalle und die müssen wir uns jetzt mal anschauen. Ich glaube, erstmal muss man eins grundsätzlich sagen, wenn ein Stadion 20 Jahre alt ist, dann siehst du schon die Spuren der letzten 20 Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, wann immer ich in dieses Stadion reinkomme, ist dieses Stadion dann noch in einem Zustand, der exzellent ist. Also man kann hier nur allen Damen und Herren an der Spitze, dem Chef auch, dem Herrn Muth, ein großes Kompliment machen. Und wir haben auch immer eins. Darauf habe ich auch noch Wert gelegt, als ich Vorstandsvorsitzender von Bayern München war. Wir haben jedes Jahr in das Stadion investiert. Auch wenn sie mittlerweile 20 Jahre alt ist, ist ja nach wie vor hochmodern. Und das ist nur möglich, wenn man auch immer investiert. Und der FC Bayern hat in seine Heimat immer investiert. Und die Arena ist unsere Heimat. Ich finde die Konstruktion wunderbar, als wir uns entschieden haben, dieses Modell zu nehmen. Im Nachhinein muss man sagen, durch die Beleuchtung ist es ein gigantisches Stadion geworden, auch von der Stimmung her einmalig. Ich hatte den Präsidenten von St. Pauli bei mir im Auto und als wir dann hergefahren sind und zum ersten Mal die Allianz Arena gesehen haben, dann habe ich gesehen, wie bei meinem Nebenmann, also beim Herrn Göttlich, wie Augen und Mund aufgegangen sind, als die Allianz Arena erschienen ist. Jetzt, sagen wir mal, die letzten 5 oder 10 Jahre, wenn ich dann auch in anderen Stadien unterwegs war und du kommst zurück und hast dieses Heimspiel ab und zu dann auch noch gerade abends, wenn du die Lightshow vor dem Spiel hast. Du siehst es auch, glaube ich, bei den Gegenspielern. Nicht, dass das an der fußballerischen Leistung was ändert, aber die haben schon Respekt vor diesem Ding. Die Arena lebt und manchmal bebt sie und am meisten bebt sie, klar, wenn Tore geschossen werden. Geile Stimmung. Ein Traum und Champions League. Doppelt verbunden auch an die Allianz Arena. Ein großer Moment, ein erster. Gibt viel.
das einfach unglaublich. Aber es darauf zu reduzieren, das wäre zu wenig. Es lebt auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich all die fleißigen Hände, die dazu beitragen, überhaupt einen gelungenen Spieltag abzuwickeln. Das ist eine Riesenleistung, großartig, und deswegen lebt sie auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, genauso. Also ihr seid genau das zu tun. Ein ganz normaler Spieltag. Architektur ist ja nicht für den Moment gebaut, sondern für lange Zeit. Ich hoffe, dass das 100 Jahre alt sein wird, weil es als Objekt für die Identität des Orts und die Stadt unverzichtbar geworden ist. Dieses Stadion war etwas, an das wir unglaublich hingearbeitet haben. Wann immer wir in Madrid, Barcelona, Mailand, Manchester United gespielt haben, haben wir immer ganz neidisch auf dieser Fußballstadien geschaut und haben irgendwo davon geträumt, irgendwann sowas auch mal in München zu haben. Und die Weltmeisterschaft 2006 hat uns dann einfach die Möglichkeit eröffnet. Bei mir war auch noch die Anspannung. Der Schiedsrichter musste vor dem Spiel quasi erlauben, dass ich mit dieser Schiene spielen darf. Ansonsten hätte ich nicht spielen dürfen. Somit ist da alles präsent. Also wenn man zum Stadion hinkommt, die Eröffnungsfeier hier im Stadion war und die kann man so verfolgen im Fernseher, dann ist man froh, wenn es irgendwann auch losgeht, wenn das Turnier startet, die Heim-WM startet und man selber auf dem Platz stehen darf, mit dem Publikum, mit den Fans, die hinter der Mannschaft stehen. Ja, und dann natürlich das WM-Eröffnungsspiel bei uns zu Hause in der Arena gegen Costa Rica, 4-2 gewonnen. Miro Klose, Doppelpack. Philipp hat ein Tor geschossen, Philipp Lahm, was ja selten vorgekommen ist, und eben auch Frings. Auch das waren besondere Momente. Der politische Wille in München, Bayern, von Christian Ude als auch von Edmund Stoiber war eigentlich, das Olympiastadion umzubauen. Es war eine herrliche Begehung mit dem Architekten des Olympiaparks. Ich werde nie vergessen, wie der sich dahingestellt hat, so, und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, was machen Sie da? Dann sagt er, ich stelle mir gerade den Umbau vor, wie der meinen Olympiapark verschandelt. Habe in dieser Sekunde entschieden, ich stimme dem nicht zu. Ich kann dem nicht zustimmen. Dann hat mich der Oberbürgermeister am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, jetzt kriegen Sie Ihr Fußballstadion. Und dann hat man entschieden, man versucht jetzt 3 Standorte zu finden im Umkreis München. Und wir konnten uns eigentlich den schönsten und besten aussuchen in Fröttmanning, weil er ja ziemlich draußen liegt und vor allen Dingen flughafennah, gute Anbindung an die Autobahn. Es war klar, das wird natürlich zu großen Diskussionen in der Stadt auch führen. Und dann hat der Oberbürgermeister entschieden, es soll einen Volksentscheid geben. Und der Volksentscheid, der ist ja klar zu unseren Gunsten ausgegangen, aber wir haben Klinken geputzt bis zum geht nicht mehr. Im Nachhinein war es ein Segen, dass wir so lange gewartet haben. Die Allianz Arena ist ja auf einem Grundstück gebaut, das eigentlich noch nicht zur Stadt gehört, er war außerhalb der Stadt. Deshalb ist es als Objekt gebaut worden und nicht, sage ich mal, in einer Nische oder angebaut, wie alte Stadien waren, wenn man an Anfield denkt, in Liverpool. Ich durfte noch die Architekturarbeiten in Frankfurt in der Messehalle begutachten. Damals waren es 8 verschiedene Arbeiten im Wettbewerb und war dann dabei, wo dann die Verantwortlichen vom FC Bayern und von damals 1860 in diese große Messehalle kamen und relativ schnell ihren Favoriten gefunden hatten, nämlich diesen Entwurf von Herzog de Meuron. Und sie hat halt begeistert, diese Möglichkeit auf Knopfdruck die Identität der Allianz Arena zu verändern. Von Rot FC Bayern auf Blau 1860 und bei neutralen Spielen
haben wir ja früher mal weiß geleuchtet. Es war ja damals auch für 1860 gebaut und für die Nationalmannschaft. Das heißt, das Licht sollte diese wechselnde Familie quasi, die sich da versammelt, repräsentieren. Mittlerweile ist es natürlich Bayern, das Bayernstadion. Es ist wirklich ein Teil der DNA von FC Bayern geworden. Diese Finanzierung auf die Beine zu stellen, das war ein Kraftakt. Ich kann mich noch erinnern, wir bei Bayern München, wir hatten zum Glück damals schon ein Festgeldkonto. Das wurde natürlich dann geplündert. Die reinen Baukosten waren 285 Millionen. Das war das zweitbilligste. Wir hatten, glaube ich, 6 oder 7 Modelle, die in der Endausscheidung waren. Und eines war von diesem weltberühmten Architekten Foster. Das hat 900 Millionen gekostet. Ja? Und das haben wir natürlich dann nicht gemacht. Wir haben uns umgewandelt in eine Aktiengesellschaft, extra auch wegen diesem Neubau hier. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, Uli Hoeneß hatte angerufen und hat um einen Termin gebeten. Und dann haben sie zum ersten Mal von dem Stadionprojekt gesprochen und auch davon, dass sie Anteile verkaufen wollen, um die Finanzierung hinzukriegen. Und so ging das dann los und dann kam Gespräch nach Gespräch und dann wurde die AG gegründet. Wir haben 10% gekauft damals und das war die Finanzierung für die Allianz Arena damals. Das waren 75 Millionen und so ging es los. Ein Fußballstadion ist ganz anders als ein Athletikstadion. Deshalb braucht es einen Raum, der ein bisschen wie ein Kochtopf ist, also wo eigentlich die Energien drin bleiben. Es sollten Dächer nicht zu offen sein. Das Publikum sollte dicht beieinander sein, also jeder Sitz sollte eigentlich quasi eine fast interaktive Seite haben zwischen Spiel und Betrachtung. Ein drittes Ingredient sozusagen, ich vergleiche das eben mit einem Opernhaus und auch wie in einem Opernhaus die Schönheit. Also das heißt die Schönheit der Ränge, dazu gehört Farbe, Form, Sitz, die unmittelbare Nähe, wie du dich als Zuschauer fühlst. Wir haben auch einen Sitz entwickelt für Basel, der aber dann auch für München noch weiterentwickelt wurde. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du da irgendwo auf einem Stuhl sitzt, ist das deine Umgebung, wie dein kleines Haus. Das sind so kleine Details, wo Architektur und Emotion zusammenkommen. Und das war für mich immer ein Argument dann auch in den Gesprächen mit den Fans, lass uns doch was anders machen, lass es uns nicht nur rot machen. Ich glaube, jeder, der das heute ehrlich betrachtet, wird sagen, Mensch, ist schon gelungen, dass wir dann beispielsweise unser Logo im Norden haben einbauen können, weil das war keine Idee von uns, das war eine Idee von den Fans. Oder der Schriftzug im Osten. Und so ist in dieses Stadion entstanden. Das ist tatsächlich die Eröffnung 2005. Ich war damals mit meiner Frau und den Kindern im Stadion und wir haben dieses Eröffnungsspiel gegen die Nationalmannschaft gesehen. Einfach dieses Gefühl, dass wenn du in die Arena gehst, dass es die Heimat des FC Bayern ist. Mein Name ist Thomas Stombeck, bin Küchenmeister seit 35 Jahren und arbeite hier in der Allianz Arena als selbstständiger Unternehmer seit Beginn, seit 20 Jahren. Ich bin ca. um 8:30 in der Arena, mache meine gesamte Vorbereitung, das heißt die Ware verräumen, kontrollieren und ca. um 11 Uhr kommen dann die Angestellten und dann bereiten wir uns auf den Verkauf vor. Der Verkauf beginnt dann mit dem Einlass um 13:15 Uhr. Ich komme aus der Sterneküche. Das sieht man mir vielleicht nicht mehr an, aber es war früher so. Und das Faszinierende ist das, dass man hier einfach was bewegen kann. Und jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist neu. Wir sehen nichts vom Spiel, aber ich habe mir mittlerweile angewohnt, du bekommst jeden Spielstand und jede Art und Weise des Spiels durch die Emotionen der Zuschauer mit durchs Gehör. Ich komme ca. um 21 Uhr nach Hause und dann schaue ich mir das Spiel noch an. GPS, darf mal die Uhrzeit nicht vergessen. Wir haben so viel Zeit haben wir gar nicht mehr jetzt, oder?
Vorsicht bitte, Vorsicht. Servus. So. Wenn einer total angerannt kommt, dann hier ziehen. Brauchen wir nicht einmal gegenkontern. Also was die schon haben. Super. Ja? Toll. Sehr gut, oder? Jetzt haben wir schon fertig. Wunderbar. Toll gemacht. Also mein Arbeitstag beginnt um 10 und circa bis um 7 sind wir dann hier. Nächster Einsatz. Wenn dann das Stadion geöffnet hat, dann sind wir erst einmal so auf Standby. Wenn ein Anruf reinkommt, dann geht's los. Dann reparieren wir was oder müssen irgendwelche Stühle verbringen oder ganz verschiedene. Hey. Servus. Ja. Immer Kontrolle. Servus. Mein Name ist Matthias Hohenwarter, ich bin Küchenchef in der Allianz Arena und darf zusammen mit meinen Kollegen die kulinarischen Köstlichkeiten im VIP-Bereich kredenzen. Langsam kommen die ganzen Köche rein und gehen an ihre Stationen, an die Buffets, an die Ausgaben. Wir sind so gut vorbereitet, wir sind fast fertig und freuen uns auf den Spieltag. 12:30 Uhr sperrt der VIP-Bereich auf und dann geht's los und wir freuen uns drauf. Ich habe immer gesagt, wir haben auf ein paar Dinge keinen Einfluss. Ich weiß nicht, wie das Spiel läuft. Das Spiel kannst du gewinnen, kannst du auch mal verlieren. Es kann die Sonne scheinen, wunderbar, es kann regnen. Worst case. Bayern München verliert. Das Spiel ist beschissen und es regnet. Und trotzdem müssen die Leute nach Hause gehen und das Gefühl haben, aber wir haben einen schönen Tag erlebt im Stadion. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der Fall. Ich meine, glücklicherweise gewinnen wir viele Spiele hier, aber ansonsten muss ich sagen, die Leute fühlen sich wohl. Ich erlebe viel Anerkennung für unser Stadion, Hochachtung, Wertschätzung, Respekt. Das gibt einem natürlich ein Selbstbewusstsein, dass man auf dem und auch gutes Gefühl, dass man auf dem richtigen Weg ist und bestärkt einen in dem, was man tut. Und bitte eins nicht vergessen, 20 Jahre. Der FC Bayern hat einen ganz entscheidenden Schritt zum Weltklasse-Club gemacht mit diesem Stadion.